Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video zeige ich euch, wie ich einen Geigen- oder Bratschensteg mache, nachdem ein paar Leute gefragt haben. Mehr davon wie immer nach dem Intro. Danke, Tobias. Zu dem Zweck habe ich euch noch ein kleines bisschen was aufgezeichnet, weil das erste, was wir machen, ist einmal die Bombierung von dem Steg, weil ein gekaufter Steg, wenn man von der Seite ausschaut, dann ist es in Wirklichkeit ein Keil. Ja. Man sieht es da auch ganz gut. Und brauchen tun wir aber, dass er so bombiert wird, auf der Vorderseite mehr, auf der Hinterseite ein bisschen weniger, damit er letztendlich halt so ausschaut. Weil so hält er am meisten statisch her und klingt da am besten. Und wenn man den ganzen Steg von unten ausschaut, das ist das, dann sieht man da jetzt, dass das also parallele Linien sind, so wie es da herüben immer ist. Und brauchen tun wir es aber so, dass das so bombiert ist. Und das ist die Seite, die Richtung Griffbrettel schaut. Ja? Und das ist die Seite, die Richtung Seitenhalter schaut. Und jetzt da zeige ich euch, wie das geht. Bei gekauften Stegen, die man so als Rohlinge kriegt, das sind eben wirklich ein Keil, wo zwei Ebenen sind, ja? Die halt konisch zueinander stehen. Wenn man sich das selber macht, das Steg, dann kann man es natürlich so vorrichten, dass die Bombierung auf der einen Seite schon drauf ist, weil man sie natürlich viel leichter tut beim Weiterverarbeiten. Ja? Deswegen, aber ich zeige euch heute beides. Ja? So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Steg gekauft, wie es die meisten machen. Ja? Dann macht man zuerst die Hinterseiten, also die Hinterseiten ist die zum Seitenhalter hinschaut. Ja? Die Vorderseiten ist die zum Griffbrettel schaut. Ich mache es zuerst so, dass ich auf der Hinterseite einmal so eine Linie ziehe, um die hintere Bombierung einmal leicht zu machen. Ja? Das heißt, es wird da ein bisschen nach oben hin schräg weggemacht. Dann wird es mit einer Feile ausgeglichen. Und dann gehe ich her und mache die Oberflächen mit einer Zieglinge einmal fertig. So, jetzt ist die hintere Seite keine Ebene mehr, sondern es ist schon leicht bombiert. Ja? Jetzt da kommt die vordere Seite drauf, da muss ich mir oben einmal eine Markierung machen, dass der Steg oben dann in etwa gleich stark ist. Ja? Und gehe wieder her und hobel mir das so zu. Ja? Dann brauchen wir da in Wirklichkeit. Da ist noch ein bisschen ein Bleistift, gell? Ja, das macht nichts. Ich muss es nur so machen, dass ich da die Bombierung unten schon anfange. Ja? Und das sind genau die Sachen, die, wenn man den Steg gleich selber macht, ja, was man sich da spart, ja, weil das schon passiert ist. Ja. Und der, wie man sieht jetzt beim Arbeiten, ist auch noch ein kleines bisschen abhölzig. Das ist auch nicht so ganz super, aber mein Gott, na, ist halt so. Also da in der Mitte nimmt man mal wenig weg und da auch. Und auf der Seite halt ein wenig mehr. Das hat genau den Grund, ja, dass man eben also eine Bombierung zusammenbringt. Ja? Okay. Jetzt haben wir es einmal grob schon bombiert, was also da schon passiert ist. Ja? Und auch seitlich haben wir schon ein bisschen bombiert, was da auch schon passiert ist. Ja? Okay? Dann gehen wir her und verfeilen das Ganze einmal.
ziehen das auch vorn mit der Ziegeln oder mit der Oberfläche haben wir saubere. Und das ist auch schon die letzte Oberfläche. Also beim Steg wird nichts geschliffen. Ja? Es ist ja so, dass das Erscheinungsbild natürlich so ein ganz transparentes, lebendiges ist, sobald das geschliffen ist, aber da gibt es ja wieder dazu, haben wir das mal gehabt, ja, dass das in Wirklichkeit nichts ist. Jetzt mache ich das Gleiche auch bei dem Steg. Ja. Da ist es in Wirklichkeit natürlich viel weniger Aktion. Ja. Das ist die hintere Bombierung. Die ist natürlich noch nicht gemacht, sondern nur vorne. Genau. So, jetzt da mache ich die hintere Fläche komplett fertig. Jetzt kommt die vordere dran. Also da brauche ich keinen Hobel mehr. Das geht schon relativ zügig. Ja? Und ich habe bei dem Steg, den ich selber mache, natürlich einen Einfluss auf die Holzauswahl, wie die Faser drinnen liegt und. Bei den gekauften ist es anders. Ja? Da hat man es halt dann so, wie es ist. Ohne die Möglichkeit, dass man da irgendeinen Einfluss drauf nimmt. Ne? So, die beiden Flächen sind fertig. Ich mache jetzt mit dem weiter, den lassen wir jetzt einmal liegen. Ja? Nachdem die Bombierung gemacht ist und fertig ist, die hintere und die vordere Flächen, ja, wird der Steg aufpasst. Das zeige ich euch jetzt, indem ich in Wirklichkeit einfach nur einen Schnippler mache. Es ist jetzt nicht so hektisch. Darüber gibt es im Übrigen eher ein Video, ja, das ich euch da irgendwo oben verlinke, was weiß ich wo. Ja. So, jetzt sagen wir, er ist aufgepasst. Ja. Sobald er aufpasst ist, definiert sie auch mit den Linien, da gibt es auch ein Video dazu über die Steghöhe und. Jetzt machen wir die Kurven dazu für den Steg. Ja. Also da gibt es eine Linie, Vom Griffbrett, die oder? vom Griffbrett ist, das müsste dann da herunten circa sein. Und dann gibt es eine, die drüber ist. Ja. So, jetzt schneiden wir uns die Höhe einmal ober. Ja. Und zwar, da lassen wir ein kleines bisschen vom Strich noch stehen. Wir schnitzen es uns zuerst einmal grob zu. Dann kontrollieren wir das auch gleich mit dem wir nachher die Seitenkerben eindrucken. Und das muss so sein, dass es auch Luft hat. Ja? Also das passt. Wenn das so wäre, dass es nur außen die zwei druckt und innen nicht, dann ist die Stegkrümmung letztendlich zu flach. Das heißt, das würde nicht passen. Jetzt gehen wir her und verfeilen die Kurven einmal um, dass die eine saubere Linie wird. Ja? So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an und jetzt sehen wir, dass es noch ein bisschen stick ist oben das Ganze. Ja? Wo sieht man das? Ja, du siehst es oben, dass es stark ist, ja, wenn die Steghöhe passt. Das heißt, wir müssen es jetzt nochmal leicht korrigieren. Ja? Machen das aber nur auf der Vorderseite. Ja? Es sollte auf keinen Fall zu dünn sein, es sollte auch nicht zu dick sein. Also ich mache das meistens so mit, was weiß ich, bei der Geigen ungefähr mit 1,4, bei der Bratschen ungefähr mit 1,5. Ja? Die obere Fläche, die Breite. Dann gehen wir nochmal her, fahren wir nochmal drüber. Beim Video schaut es so aus, als wäre es ein bisschen ungleichmäßig, aber das liegt daran, dass dieses Backel da natürlich abfällt. Ja, und Naja, da sieht man schon, dass es gleichmäßig ist. Naja, genau, ich wollte gerade sagen, also der Steg selber ist natürlich gleichmäßig. Das schaut nur da so aus. Ja. Beim Drüberfeilen sollte man aufpassen, dass man innen beim Herzl das nicht rausbricht. Ja? Also es hält zwar nicht schlecht, aber wie gesagt,
wenn die Feuer nicht scharf ist und wenn man zu viel Druck gibt dann kann passieren, dass er da auf gut Deutsch halt ausbricht. Dann ist er zum Wegtun. Ne? Es wäre zwar klanglich wurscht, aber schaut halt nicht hübsch aus. So, jetzt wird das, was ich da korrigiert habe, nochmal mit der Ziegeln versäubert. Und jetzt gehen wir die obere Flächen leicht bombieren. Ja? Das heißt, wir machen da ein kleines Faserlauf auf der Seite und da machen wir auch ein kleines Faserlauf und verrunden es ganz leicht bombieren. Einfach weil die Seiten dadurch geschützter sind nachher. Ja? Wird wieder genau in der Richtung. Ja, es wird oben, ich sage jetzt einmal, ein leichter Radius aufgezogen. Man sieht es im Prinzip sogar, wenn man es anschaut. Ne? Ja, warte, halt das kurz. Genau, ja, da sieht man es sehr schön. Ja, das, und man braucht da nicht drüber schleifen, das ist an sich ein Blödsinn. Nicht? Ja, so. Dann gehen wir her und setzen einmal die Kerben an. Da schaue ich einfach nur, dass das vom Herzl her in der Mitte ist. Ja? Also, wenn ich mir da eine Linie aufdenke und da eine Linie denke, dann sehe ich, wo ich bin. Ja? So. Und dann drucke ich einmal die Markierung ein. Jetzt habe ich 4 drinnen, siehst du das? Und nicht nur, dass ich 4 drinnen habe, ich habe überall einen Platz. Das ergibt eine richtige Steckkrümmung, dass es tadellos spülbar ist. Das wird nachher noch mit dem Spezialwerkzeug eindruckt ja, dass das komprimiert wird, aber darüber gibt es auch ein eigenes Video. Ja. Und jetzt machen wir den Steg fertig. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt her und schneiden einmal die äußeren Dinger. Also er soll überall geschnittene Flächen haben. Ja. Weil es ist egal, ob das jetzt ausgeschnitten wird mit einer Sog oder ob es ausgefräst wird, das ist wurscht. Er muss in jedem Fall eine saubere geschnittene Flächen haben. Und wenn die Werkzeuge scharf sind, glänzt es sogar. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, so, dann brauchen wir kleinere. Da haben wir ein ganzes Sammelsurium an unterschiedliche Messer. Ja, Sammelsurium sagt man nicht. Collection, oder? Mhm. So. Ja, es gibt deswegen mehrere Messer, weil es sein kann, dass halt eins dabei ist, was es noch nicht so ganz ideal schneidet. Ja, oder auch von der Krümmung her, von der, passt, ja. von der Schneid her, also es macht schon Sinn. Ja, du siehst ja. Für unterschiedliche Stellen eigene Messer haben, nicht? Ja, klar. Man sieht da, das funktioniert schon. Ja? Mhm. Ja, wenn es kleinere Radien sind, braucht man da viel schmälere Klingen, ist auch klar. Ja. Und die muss dann ein balliger geschliffen sein, nicht? Dass er sich richtig draht. Ja? Genau, ja. Man merkt so relativ schnell, ob das Glas geht oder nicht. Ich weiß. Da würdest du jetzt sagen, wenn ich das machen würde, was das ist das mit dem Schwung, gell? Ja. Also, sagen wir so, beim Holz ist eins schwierig, das dazu schnitzen. Ja? Bei Metall kannst du immer noch irgendwas aufschwassen gehen, aber beim Holz schwieriger. Gut, das Aufgeschweißte beim Metall lässt sich jetzt auch nicht unbedingt leichter bearbeiten dann, aber... Das stimmt. Und mit Ultraschall kann man sogar Holz schweißen.
allerdings sinnvollerweise nur Ebenholz, aber da werden wir auch noch einmal ein Video drüber machen. Es kommt halt immer darauf an, in welcher Reihenfolge mache ich die Schnitt. Das heißt, selbst wenn ich wo oben falle und sozusagen ein kleines Cut reinmache irgendwo, hole ich mir das mit dem nächsten Schnitt wieder raus, damit die Faserl dann raus. Nicht? Also auch das hat theoretisch ein System. Und am Steg erkennt man halt auch irgendwie, wie kann man die Messer schärfen, wie kann er damit umgehen. Nicht? Also da gibt es Sachen, die sind gelungener und dann gibt es Sachen, die sind halt weniger gelungen. Ne? E-Flächer sind auch so eine geile Geschichte. Herr Mörd, wollen Sie mich ärgern? Nein, ich will nur Sachen in Erinnerung rufen. Ja, unbedingt, ja. Ja, mei, die ersten Gehversuche halt, ne? Ja, eh. Man sagt im Volksmund ja, die ersten Gehversuche mit der Windel. Naja, stimmt jetzt nicht ganz, gell, weil der mit der vollen Windel ist ja der leicht stinken hat, gell? So, jetzt machen wir das Herz aber gleich mal fertig. Das sind halt die Schnitte, die zuerst gemacht werden. Wenn natürlich auf die untere Seite schon ankommen. Was man jetzt aber auch nichts macht, weil genau da setze ich dann natürlich auch noch eine Faserl um. So, dann wir da noch einmal raus. Und zwar, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie richtig und ein falsch. Klar, wenn ich mehr wegschneide, klingt er dann letztendlich heller. Ja? Was jetzt beim Bratschensteg eigentlich auch nicht nachteilig ist. Ja? Aber in Wirklichkeit gibt es auch Leute, die schneiden die ein wenig anders. Und das sind auch saubere Steg. Ja? Ich mache es halt so, wie es mir halt gefällt. Und auch wie es klingen. Dann, was ist da jetzt abgeschlagen? Ich weiß nicht, ich hab's auch gerade Ein Schrauberl. Ein Schrauberl. Ah, da ist noch eine. Ja, das haben wir wurscht. Ja. Jetzt schneiden wir da das zu einem Spitz. Da sind wir ja schon fertig.
So. Dann kommt jetzt da der untere Teil dran mit den Viers. Das ist natürlich ganz perfekt, wenn beim Filmen aus der Stirnlupe ein Schraubenmobil fliegt. Ja, oft läuft's blöd. Du, One Take, da passieren Fälle, es ist wurscht. Naja, das muss mir wurscht sein.
Ja, und in Wirklichkeit, und das übersetzt man das mal bitte nicht mit In Truth. Mei, und gerade war ich so froh, dass ich sagen wollte, ich Mhm. bin dir so dankbar, dass du so wenig redest, weil so wenig zum Untertiteln sein wird. Aha. Also, was ist jetzt In Truth? In Wirklichkeit ist er schon fertig. Ja? That's it. Und wenn man sieht, bei einem Kauften, ja, da hätte ich bei den Ohren, beim Herzl überall ziemlich viel mehr wegschneiden müssen. Das heißt, da spiele ich viel länger umeinander. Weil es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, wenn ich halt hergehen muss und die Ohren aufschneiden. Ja, muss da hergehen, ja, immer wieder wechseln. Ja. Und bei deinem geht es nur darum, dass man einmal geschnittene Flächen hat, nicht? Ja, klanglich wird es schon noch nachgeschnitten, wenn man es braucht, aber prinzipiell würde ich auch den Steg so lange bearbeiten, bis das in die Richtung geht. Nicht? Siehst du das? Klar, oder? Baby leicht. So. Und dann wird der Steg in Wirklichkeit noch gestempelt. Das kann ich auch noch geschwind sagen. Oder wie ich es halt mache. Und je nachdem, wie er geworden ist und wie man zufrieden ist damit. Ja? Da geht es jetzt nicht darum, dass der ein Hass wird, weil es kein Braunstempel ist, sondern in Wirklichkeit wird nur ein Ding eingedruckt. Ja? Entweder 1, 2 oder 3. Es wird nur ein bisschen angerührt. So. Und so schauen die dann aus. Das war es wieder fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns vielleicht beim nächsten Video wiedersehen. Da zeige ich nämlich dann, wie man einen Cello bzw. einen Kontrabasssteg macht. Bisschen was anderes, aber viel ist gleich. Aber es wird nicht fad werden. Ja? Alles dann, pfiat euch. Super. Passt? Ganz toll. Einsame Spitze. Also das Heber du aus dem Bild, oder? Na, trink einfach mal einen spannenden Kaffee. Da wollen wir uns jetzt nicht blöd stressen lassen, ne? Vom Herrn Kameraassistenten. Also heute bist du bescheiden. Heute bist du nur der Assistent. Na, schon wieder der Regisseur, ist klar nicht. Ah, und die Maus war da nur im Bild. Ah ja. Die Gaming-Maus, weißt du? Ja. Aber sicher. Ja, das. Ja, okay, das ist natürlich jetzt viel besseres Mikrofon. Danke. Naja, es ist schon so. Jetzt. Wenn man auf beide Augen kurz blind ist, dann. War das beim Bundesheer auch so? Mit immer links, rechts Augen zu und auf welchen sieht man weniger und dort schieße ich dann, oder? Echt jetzt? Nächstes Ereignis, Kalender.
bitte sag, dass das mit meinem Kalender synchronisiert und jetzt der Lehmbau bestellen, ist eh klar, ne? Dazu reden du jetzt nichts, oder? Ich sag dann nur, Mit mir kannst du schon reden. das heißt, das los jetzt einmal so, weil jetzt da tue ich die Aufnahme. Nein, lass uns ruhig die Aufnahme, du zeigst, du Da. brauchst es eh nach dem Intro gleich. Ja, genau, Weißt du, dann haben wir sicherheitshalber schon mal das aufgenommen. habe ich schon kapiert. Ich habe schon kapiert, auf was du anspielst. Du, ich werde es sicher bald wieder vergessen haben, aber Glaub ich zweimal nicht, aber das werden passt mich- schon. Zweimal werde ich mich schon noch daran erinnern. Ja, das passt schon. Jetzt kommt auch dran, oder? Ja, Klatscht hast du schon, oder? Mhm. Sicher. ganz sicher. Ich schaue aber trotzdem einmal, wo das geht. Das ist wohl geflogen. Du schwindelst eh nicht, oder? Mhm. Sonst machen wir einen Sicherheitsklatscher. Ein Sicherheitsklatscher. Wahrscheinlich ist der Schrauber runtergeflogen von lauter Klatschen und sie die schon alle gelockert da. Ja. Okay, und mit einer einfachen kleinen Mutter bin ich jetzt überfordert. Aber wenn dann die Realität genauso ist, dass es dann mir passiert, dann ist es natürlich. Ja, ist natürlich ein bisschen peinlich, gell, wenn man sich immer als den Herrn Hugo Hengst verkauft, gell, und dann. Das ist ein Trottel. Das ist mir noch nie übergeflogen, das Klump. Dafür passiert das dann eh im Video. Ist klar. Ja, das hat jetzt eh nicht ganz schlecht funktioniert, oder? Nein, das kann man lassen.